Okay, lasst uns heute mal in das Werk von einem ganz besonderen Denker eintauchen. Raoul Vaneigem. Er war eine der Schlüsselfiguren der situationistischen Internationale. Wir schauen uns seine echt radikale Kritik am modernen Leben an und wie er vorgeschlagen hat, es von Grund auf zu revolutionieren. Mal ganz ehrlich, kennt ihr das Gefühl? Man funktioniert irgendwie nur noch, man überlebt, aber man lebt nicht so richtig. Und genau in diesem Gefühl der Entfremdung, da hakt Vaneneigems Kritik ein. Er war der Meinung, dass uns trotz all unseres materiellen Komforts etwas ganz Entscheidendes fehlt. Das ist doch eine brillante Metapher, oder? Van Eygen sagt im Grunde, unsere ganze moderne Gesellschaft, die wird nur noch von Illusionen in der Luft gehalten. Wir rennen und hetzen und merken gar nicht, dass wir längst über die Klippe hinaus sind. Und in dem Moment, wo wir mal kurz anhalten, nach unten schauen und die Realität unseres leeren Alltags erkennen, dann stürzen wir ab. Also schauen wir uns das mal genauer an. Vaneygen hat dafür einen perfekten Begriff gefunden: das Leben auf Autopilot. Er beschreibt ein Dasein, das sich oft mehr wie eine endlose, graue Routine anfühlt und nicht wie ein echtes, bewusstes Erleben. Und das hier ist jetzt ein super wichtiger Punkt. Van Eygen spricht nicht von materieller Armut, ganz im Gegenteil. Er sagt, wir ertrinken ja förmlich in Gadgets, Autos und dem ganzen Kram. Aber unser tatsächliches, erlebtes Leben, das ist total verarmt und irgendwie banal geworden. Die Fülle an Dingen soll nur die Leere der Erfahrung überdecken. Aber gut, woher kommt diese Lehre denn? Vaneygen sieht uns da gefangen in einem Netz aus unsichtbaren Kräften. Denkt mal drüber nach. Die ständige Flut von Werbung, die Meinungen, die man einfach so übernimmt, ohne nachzudenken, diese ganzen subtilen Konditionierungen, die uns passiv machen. Das alles zusammen wirkt wie ein schleichendes Gift, das unsere Kreativität und unseren Willen zum echten Leben einfach lähmt. Man kann sich das super vorstellen mit dem Bild von Gulliver in Lilliput. Es ist ja nicht eine große, böse Macht, die uns unterdrückt. Nein, es sind die tausenden kleinen Fesseln, all die winzigen Regeln, die komischen Gewohnheiten, der soziale Druck. Jede einzelne Schnur für sich ist lächerlich. Aber alle zusammen, die halten uns komplett am Boden fest. Für Vaneygen gibt es einen Hauptschuldigen für dieses verarmte Leben, eine zentrale Institution, die unsere Lebensenergie systematisch aus uns raubsaugt. Das hier ist jetzt nicht nur eine Definition, das ist eine knallharte Anklage. Für Vaneygen ist die moderne Arbeit im Grunde Zwangsarbeit. Und dass das französische Wort Travail vom lateinischen Tripalium, einem Folterinstrument, abstammt, ist für ihn kein Zufall. Es enthüllt sozusagen die wahre Natur der Arbeit, eine Form der Tortur, die das Leben auf reines Leiden reduziert. Vaneygen beschreibt hier also einen fundamentalen Konflikt, quasi einen Kampf, der in uns allen tobt. Auf der einen Seite steht die Zwangsarbeit. Sie erschöpft uns, sie verdummt uns, sie macht uns anfällig für Ideologien. Und auf der anderen Seite? Da steht unser angeborenes kreatives Potenzial, dieser Funke Menschlichkeit, diese Wut zu leben, die uns wirklich lebendig fühlen lässt. Und die beiden stehen in einem unversöhnlichen Gegensatz. Das eine zerstört das andere. Okay, das klingt jetzt alles ziemlich düster, oder? Die große Frage ist natürlich, wie kommen wir da wieder raus? Vaneygen hat darauf eine ziemlich klare Antwort. Und die fängt nicht mit Barrikaden auf der Straße an, sondern in uns selbst. Und das ist die absolute Kernaussage. Alle politischen Revolutionen sind für Vaneygen im Grunde gescheitert. Warum? Weil sie die wichtigste Sphäre überhaupt nicht angefasst haben: das alltägliche Leben. Eine echte Revolution muss bei unseren Routinen, unseren Wünschen und unseren Beziehungen ansetzen. Aber was heißt das jetzt konkret? Vaneygen nennt es radikale Subjektivität. Das klingt kompliziert, ist aber im Grunde ganz einfach. Es ist sein Appell an uns: Vertraue dir selbst, deiner eigenen Erfahrung, deinen Wünschen, deinem Körper, und zwar mehr als jeder Ideologie, jeder Theorie und jedem System da draußen. Es geht darum, die Welt wieder von innen heraus zu erfahren und zu bewerten, anstatt sich von äußeren Regeln leiten zu lassen. Und aus dieser radikalen Subjektivität, wenn man bei sich selbst anfängt, erwächst eine der stärksten Waffen gegen die Entfremdung überhaupt: eine authentische Verbindung zu anderen. Für Vaneygen ist Liebe so viel mehr als nur ein romantisches Gefühl. Sie ist eine revolutionäre Praxis. Und warum? Ganz einfach. Echte Liebe kannst du nicht kaufen, du kannst sie nicht verkaufen, du kannst keinen Profit draus schlagen. Sie funktioniert nach einer völlig anderen Logik als der Kapitalismus und stellt damit das gesamte System fundamental in Frage. Aber genau da liegt natürlich auch die Herausforderung.
In dieser entfremdeten Welt der Zwangsarbeit und des Konsums, die Van Eygem beschreibt, hat es die echte Liebe verdammt schwer. Sie wird durch Zukunftsängste, durch Besitzdenken und durch die pure Banalität des Alltags ständig sabotiert und verkrüppelt. Dieses Zitat bringt es absolut auf den Punkt. Was nützten die größten politischen Theorien, wenn sie die fundamentalsten menschlichen Erfahrungen, wie die Liebe, einfach ignorieren? Für Van Eygem ist eine solche Revolution tot, eine bloße Abstraktion, die das Leben selbst vergisst. Solche Leute, sagt er, haben sprichwörtlich Leichen im Mund. Und das führt uns jetzt zum vielleicht radikalsten Konzept von Van Eygem, das er in seinem späteren Werk ausformuliert hat: die Lust als die ultimative revolutionäre Kraft. Hier sehen wir das Cover des Buches Der Lüste. Das ist quasi sein Manifest für eine komplett neue Lebensweise, in der nicht Arbeit oder Pflicht im Zentrum stehen, sondern der Genuss und die Lust. Das wirklich Faszinierende hier ist diese Systematik. Van Eygem argumentiert, dass die konsequente Suche nach wahrer Lust weit mehr ist als nur Hedonismus. Nein, sie wird zu einem politischen Akt, der die Grundpfeiler unserer Gesellschaft untergräbt. Die Arbeitsmoral, die Warenlogik des Tausches, die anerzogenen Schuldgefühle und die Machtstrukturen, die genau darauf aufbauen. Und das ist der entscheidende Grund. Wahre Lust ist subversiv, weil sie kostenlos ist. Sie widersetzt sich der grundlegenden Logik des Marktes, diesem Prinzip von »Gibst du mir, gebe ich dir«. Stellt euch mal vor, in einer Welt, in der alles einen Preis hat, ist das Unbezahlbare, das Zweckfreie, die größte Bedrohung überhaupt. Und mit diesem Zitat schließt sich der Kreis. Van Eygem fordert uns auf, die Perspektive einfach mal komplett umzudrehen. Nicht mehr zu fragen, wie wir unser Leben in die Wirtschaft einpassen können, sondern wie wir eine Welt schaffen, die auf unserem Recht auf Genuss, auf Freude und auf ein authentisches, selbstbestimmtes Leben basiert. Eine radikale Idee, klar, aber eine, die heute vielleicht relevanter ist als je zuvor.